So, letzte Woche habe ich in eigener Sache ein bisschen was erzählt. Ich habe über Museen erzählt und ich hoffe, in dieser Woche haben Sie schon mal diese Empfehlung sind Sie nachgekommen und haben vielleicht mal ein paar Museen besucht, die Sie vorher noch nicht besucht hatten. Heute geht es weiter mit dem Zeichnen und wir hatten ja letztes Mal gesagt, das Skizzenbuch. Ich habe schon 1, 2 Zeichnungen bekommen. Seien Sie mutig, schicken Sie was, weil ich werde die nächsten Sendungen dann vielleicht mal das eine oder andere zeigen und dann können wir das ja mal besprechen. Ich finde, das macht Spaß. Jetzt kennen wir uns ja schon eine Weile und ich habe immer wieder gehört, warum ich Sie nicht duze. Aber ja, dann duze ich Sie ab heute, weil du bist ja jetzt jemand, den ich schon eine Weile kenne. Also deswegen machen wir es noch persönlicher. Ich freue mich sehr, dass du jetzt zuguckst und wir reden heute über das Skizzenbuch weiter. Das Skizzenbuch, ich hatte ja gesagt, das Skizzenbuch ist etwas, was uns hilft, sozusagen ins Zeichnen reinzukommen, weil es so unprätentiös ist. Wir haben viele Seiten, wir können was ausprobieren und vor allen Dingen, wir können unsere erste Angst mal überwinden. Nochmal als Wiederholung, es gibt kein Dogma, es gibt nicht richtig oder falsch. Ja, es gibt nur, dass wir erstmal machen, dass wir ein weißes Blatt vor uns haben und dann irgendwie anfangen. Ich möchte heute mal 3 kleine Beispiele zeigen, wie man sich kleine Aufgaben auch stellt. Ja? Wir werden ja in naher Zukunft tolle Themen haben. Ja? Also Nummer 2, die Schraffur, was bedeutet das eigentlich? Da werden wir heute schon mal ein bisschen anfangen. Ja? Und dann mal über Perspektive reden. Das wird uns einige Veranstaltungen kosten, um mal das Thema Perspektive zu entmystifizieren. Mal so erklären, dass es auch wirklich jeder versteht. Hoffe ich jedenfalls. So, fangen wir mal heute an. Also, wenn ich ein leeres Blatt Papier habe und dann immer sage, was soll ich jetzt machen, dann fängt man einfach mal an. Ja? Und jetzt, ich fange jetzt einfach mal an, Striche zu machen. Nun sind meine Striche vielleicht schon ein bisschen, man sieht aber in dem Augenblick, wo ich Striche nebeneinander setze und dann merkt man auf einmal, es bildet sich schon irgendwie ein Raum, das ist ein Schlauch oder irgendwas. Ja? Und dann fängt man mal an, die Striche, wieder mal einen anderen Schwung reinzumachen. Ja, und dann sieht man, und jetzt gehe ich wieder hoch. Ich weiß noch nicht, das soll nichts werden, das soll einfach mal die Übung sein, einfach ein paar Striche zu machen. Ja? Einfach mal den Raum zu füllen, das Blatt Papier zu füllen. Haben Sie aber keine Angst, auch etwas zu machen, was nicht unbedingt schon eine Bedeutung hat. Ich sehe hier schon was und verfolge das. Ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich mache jetzt mal hier eine Linie. Eine ganz andere. Aha. Jetzt merkt man, wenn man da oben ist irgendwas, das könnte ein Gebilde sein. Ich sehe jetzt hier Wolken. Nicht wirklich Wolken, aber eine Struktur, die irgendwie über einem Boden schwebt. Man könnte das jetzt weiter fortsetzen und gucken, was man da noch rausholt. Aber etwas, was vorher nicht da war, wird jetzt auf einmal zu einem Bild, vielleicht zu einer Idee. Ja? Und ich bitte Sie um etwas, jetzt nicht, wenn ich irgendwas mache und Sie sagen, Mensch, das macht er aber schon raffiniert. Ja, worum geht es denn eigentlich im Zeichnen? Ich zeichne, seit ich klein bin. Wenn Sie jemanden zugucken, der toll zeichnen kann, dann dürfen Sie nicht vergessen, er hat Hunderte und Tausende Objekte schon gezeichnet. Die hat er alle im Kopf. Er weiß über Schatten, über Licht weiß er Bescheid. Das Wissen kann man natürlich nicht, wenn man noch nie gezeichnet hat, kann man das nicht machen. Vielleicht sehen dann die Linien für Sie noch ein bisschen unrelaxed aus oder ungekonnt. Ja? Aber
vergessen Sie diesen Begriff von ungekonnt oder gekonnt. Sagen Sie einfach, ich suche einfach auf dem Blatt Papier irgendwas. Und das sind ja nur Hilfestellungen. Nun kann ich aus meiner Haut nicht raushüpfen und da kommt eben irgendwas raus, was auch was mit mir zu tun hat. Ja? Wenn Sie diese Aufgabe, wenn wir 10 Leute hier hätten, die genau dasselbe machen würden, einfach mal ein paar Striche nebeneinander setzen, mal gucken, was da entsteht und dem einen Strich folgen, so wie Sie es jetzt bei mir gesehen haben, dann werden 10 verschiedene Ergebnisse da sein. Weil natürlich der das zeichnet, auch irgendwelche Dinge im Kopf hat, irgendwelche Übungsstunden schon hinter sich hat oder noch nie gezeichnet hat. Dann passiert natürlich was anderes. Aber es gibt nicht den Vergleich. Sie sind das Maß aller Dinge. Ja? So. Und jetzt machen wir was ganz anderes. Ja? Sie haben gesehen, dass hier eigentlich schon sowas wie ein Raum entsteht. Raum kann man ja, und wir sehen hier, Raum entsteht auch, indem man Objekte voneinander stellt. Man kann jetzt einfach mal Objekte, also das Einfachste wäre, das kann, glaube ich, jeder irgendwie sowas wie einen Würfel zeichnen. Ja? Der kann krumm und kreblich sein, aber ein Würfel. Wenn ich den nächsten Würfel zeichne und den zeichne ich so, dass der vordere den hinteren sozusagen überdeckt, dann sehen wir sofort, aha, hier entsteht Raum dazwischen. Ich kann jetzt also einen ganz weit hinten fliegen lassen. Ja, sehen wir irgendwas, zwischen denen entsteht schon was. Jetzt kann ich einen ganz großen hier machen, so. Der aus dem Bild raus, der geht aus dem Bild raus. Also irgendwelche Objekte und der überdeckt den, dann radiere ich den mal weg und schon kommt der in den Vordergrund, der andere kommt in den Hintergrund. Also irgendwelche Objekte. Ich habe jetzt Würfel genommen. Natürlich können wir auch andere Objekte nehmen. Ja? Wir können jetzt auch die Schläuche, die berühmten Schläuche von vorhin können wir jetzt nehmen. Ja? Die fliegen halt jetzt wie kleine Schlangen durch die Luft. Und da radiere ich wieder weg, weil ich sage, diese Schlange ist vor dem Würfel. Ja? So, sehen wir. Also das kann man jetzt endlos so weitertreiben. Und jetzt könnte ich auch den Würfel an einer Stelle ein bisschen dunkler machen, weil ich sage, das Licht kommt von links in diesem Fall. Also wenn ich jetzt ein bisschen dunkel mache, schon habe ich Lichtseiten und Schattenseiten. Also auf einmal ist was da, ohne dass wir jetzt irgendwie uns groß Mühe gegeben haben. Wir haben einfach irgendwelche Objekte voneinander, hintereinander gestellt. Und auf einmal entsteht hier ein Raum, der eigentlich, muss ich sagen, hier ist nicht viel passiert, aber irgendwie sieht es gut aus. Ja? Also wenn man jetzt mal auch, wenn man dann ein bisschen versierter ist, dann kann man auch mal so eine Schlange aus dem Hintergrund kommen. Die wird also aus dem Hintergrund noch ganz dünn und nach vorne wird sie immer dicker. Ja? Da merkt man auf einmal, oh, und wenn ich jetzt hier noch einen Würfel davor stelle und das wieder rausnehme, dann fliegt der Würfel vor dieser Schlange. Jetzt kann man die Schlange ja noch bepunkteln. Ja, die hat ein Muster. Was wir hier daraus lernen, dass Raum sofort entsteht, wenn ein Objekt vor dem anderen steht. Dann ist das, was davor steht, ist weiter vorne und was verdeckt wird, ist weiter hinten. Das wäre zum Beispiel auch eine Übung, da kann man ganze Skizzenbücher damit voll machen. Ja? Die verrücktesten Objekte fliegen dann durch die Luft. Und jetzt mal als drittes, hier kommen wir schon in eine Situation rein, die was ganz Wesentliches beschreibt. Also Zeichnen bedeutet ja oft, wenn Sie Kinder sehen, die machen Konturen.
ja, und füllen die dann aus. Und Erwachsene, wenn die dann an die Realität gehen und ein Naturstudium machen, die Kontur kriegt man irgendwie hin, aber dann geht es, zum Beispiel ein Gesicht, eine Nase, also dann sieht man Schatten, dann sieht man Licht. Und eigentlich geht es nur um eine Kontur beim Zeichnen und vom Licht in den Schatten zu kommen, wenn man was Reales, Naturstudium. Ja? Also man hat eine Kugel, da ist ein Licht und dann gibt es einen Verlauf. Und diesen Verlauf muss man üben. Sie kennen den Begriff der Schraffur, also machen Sie sich einfach Streifen und sagen Sie, hier ist schwarz und am anderen Ende ist das Weiß des Papiers. Und jetzt muss ich von diesem Schwarz, langsam ins Weiß reinkommen. Und das muss man üben. Diesen homogenen Übergang von Schwarz ins Weiß ist immer die Problematik. Also wie überführt man einen Grauwert in den nächsten Grauwert? Wie kommt man von hell ins Dunkel, von dunkel ins hell? Ja? Und da ist es eigentlich egal, ob Sie jetzt ganz ordentlich schraffieren und die Schraffuren langsam dünner werden, die Abstände größer werden und dann, man kann natürlich aus der Dicke des Striches, aus der Dünne des Striches kann man natürlich grafische Werte entwickeln. Wenn Sie, gucken Sie sich mal Geldscheine an, gucken Sie sich mal Kupferstiche an und da werden Sie sehen, dass das ungeheuer diszipliniert abläuft. Also ich staune über die Kupferstecher, die dann wirklich in Geldscheinen, das ist ja manuell gemacht, die dann wirklich so eine Nase wirklich immer mit der gleichen Linie und die Linie wird immer dünner. Das ist sehr, sehr diszipliniert und wenn man das in Metall sticht, dann gibt es natürlich keine Reparatur. Hier kann man immer noch mal ein bisschen nacharbeiten, aber Sie sehen, eine Schraffur gesetzt. Jetzt, wenn ich ein bisschen dunkler werden will, könnte ich jetzt eine Gegenschraffur setzen. Ja, und dann kann man wieder einen anderen Winkel setzen. Und man sieht, jetzt mache ich mal senkrecht. Ich überlagere immer wieder, aber mit sehr ordentlichen Strichen. Also das ist ein bisschen sozusagen eine ordentlichere Schraffur, nenne ich das mal. Da oben, das war irgendwie kreuzweise. Und jetzt könnten wir aber auch sagen, das nenne ich dann immer Sauerkraut. Ich kann auch so machen. Es geht immer nur darum, wie komme ich vom Dunkel ins Hell. Das muss man üben. Und gucken Sie sich daraufhin mal Zeichnungen von den vielen Künstlern, die es in dieser Welt gibt, oder von historischen Zeichnungen, von alten Meistern. Und Sie werden sehen, jeder hat so seine Strichführung. Der eine zappelt ein bisschen, der andere punktiert. Es ist also egal, ob Sie jetzt das mit Punkten machen. Das ist einfach nur viel aufwendiger. Ja? Also ich punktiere, da kann ich stundenlang sitzen. Aber zum Schluss ist es eine Fläche von dunkel ins hell. Und das ist sozusagen eine Vorbereitung, das kann man in den Skizzenbüchern immer machen. Wir werden nächstes Mal mit diesen Möglichkeiten dann schon mal ein paar Objekte zeichnen. Mal gucken, was können wir denn jetzt damit machen, wenn wir es schaffen, von hell ins Dunkel zu kommen. Ja? Wie kriegen wir dann schon Räumlichkeit rein? Jetzt wird es vielleicht für Sie am Anfang schwer sein, diese Homogenität hinzukriegen. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Wenn Sie kennen es auch beim Fotografieren, wenn Sie die Blende auf und zu machen. Also wenn Sie jetzt das Auge ein bisschen zudrücken, dann kommt ja weniger Licht rein und dann merken Sie, dass Details wegfallen. Und wenn ich jetzt so blinzle nur, dann merke ich, ich habe nur noch ein paar Töne. Ja? Also ich habe die ganz dunklen Töne, die ganz hellen Töne, aber die ganzen Grauwerte dazwischen verschieben sich. Wenn ich also jetzt auf meine Zeichnung hier gucke, dann sehe ich, hier ist noch ein heller Fleck, den kann ich gleich dunkel machen. Also wenn Sie blinzeln drauf gucken, ja, dann sehen Sie genau, wo die hellen Löcher noch drin sind, da können Sie ein bisschen reparieren. Ja? Ich sehe hier noch ein helles Loch, hier noch ein helles Loch und so weiter. Ja? Und das kann man, indem man, Sie sehen ja manchmal die Maler oder die Zeichner, die stehen dann, machen so, also sie messen irgendwas und dann blinzeln sie so. Ja? Das bedeutet, ich nehme viele Details erstmal weg und gucke erstmal die prinzipiellen Töne, wo sind die? Also blinzeln ist immer auch eine Möglichkeit, die Augen zusammenzugreifen, ist immer eine Möglichkeit, genauer zu arbeiten, genauer zu sehen, wo noch Grauwerte sozusagen nachgearbeitet werden müssen oder nicht. So, das sind jetzt einfach mal 3 kleine Übungen, die in den Skizzenbüchern stattfinden können. Wir werden die nächsten Male wirklich immer weiterkommen und wir werden dann irgendwann mal auch anfangen,
abzuzeichnen und gucken mal, was mit dem Abzeichnen passiert. Also wir werden dann zusammen mal Dinge abzeichnen und da werden Sie sehen, wie viel man da auch schon benutzen kann von den Dingen, die man einfach beim freien Zeichnen, wie zum Beispiel bei diesem Ding, schon geübt hat. Und Sie werden sehen, dass dann doch diese Dinge, die wir jetzt sagen und in den nächsten Folgen auch sagen, dass die immer wiederkehren und wir sie dann auch bei den Zeichnungen von den anderen auch wiederentdecken. In diesem Sinne, viel Spaß und schicken Sie mir bitte Zeichnungen, damit wir drüber reden können. Vielen Dank.